Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist komplett ungewohnt, mal einen Tag raus zu sein. Es fühlt sich gefühlt wie eine Ewigkeit, ja. Wenn man seit mehreren Jahren jetzt schon wirklich täglich ein Video hochlädt. Vielleicht hat der eine oder andere das nicht mitbekommen, aber ich hatte ja vorab schon angekündigt gehabt, dass ich nach meinem Special-Video, was ja vorgestern rauskam, wollte ich einen Tag Pause einlegen. Das habe ich dann auch gemacht dementsprechend, weil ich dem Video die benötigte Würdigung halt eben oder die Würde erweisen will, dass es halt auch wirklich ein bisschen Zeit bekommt, geguckt zu werden, dass das seine gerechtfertigte Aufmerksamkeit bekommt und ich hatte das einfach nicht gefühlt, nach so einem krassen Video den nächsten Tag gleich wieder ein Shakes and Fidget Let's Play hochzuladen, damit das alte oder das Special-Video so ein bisschen in der Flut, in der Masse, sag ich mal, untergeht von den Videos, die ich ja doch schon wirklich seit geraumer Zeit wirklich täglich raushaue. Es ist wirklich schon, wenn ich mal so überlege, wie lange das jetzt eigentlich schon geht und das halt wirklich tagtäglich aufs Neue so und deswegen, auf jeden Fall krass, deswegen falls sich der eine oder andere gewundert hat, ich bin wieder da, ja, und jetzt geht es natürlich auch täglich wieder wie gewohnt weiter mit dem alten, also alles so wie immer quasi, ne? Und das erste, was ich auch ansprechen wollte, da hatte ich ja jetzt auch ein paar Tage ausgesetzt gehabt. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht zu dem Beutegold. Ne? Das war, glaube ich, das letzte Video, bevor ich das Rettungsvideo hochgeladen habe. Sollte man das Beutegold entfernen? Und da sind tatsächlich sehr viele Leute dafür. Ich hätte gedacht, das ist so, es überwiegt noch, sag ich mal, das Beutegold an sich, dass es bestehen bleibt, aber tatsächlich 56% der Leute sind dafür, dass das Beutegold entfernt wird. Man hätte noch so ein drittes Abteil hin basteln können, wo man sagen kann, wir nerven das Beutegold so weit runter, dass es jetzt nicht mehr relevant ist, trotzdem noch im Early Game eine gewisse Bewandtnis hat. Und ich hatte ja da den Vorschlag gebracht, von 100 Millionen auf 10 Millionen vielleicht runterzusetzen, das Beutegold. Dann ist das Ganze nicht mehr wirklich so krass aussagekräftig. Man kann es mit seinen normalen Arena-Angriffen quasi erfarmen schon fast, ne? Ohne sein Equipment auszuziehen und extra dann auf die Reise zu gehen und sich droppen zu lassen, was natürlich dann auch die Statistiken und sowas alles dann wieder verwurstelt. Und wir haben es gerade, Erfahrungsevent, Erfahrung und Sanduhren-Event, ganz standardmäßig. Und da können wir mal unsere Kämpfe mal hier so random einfach mal in der Ehrenhalle machen, beziehungsweise in der Arena. Und da seht ihr es halt 2,4 Millionen, ne, bekomme ich halt für einen Kampf, wenn die Leute, das kann ich halt auch immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn die Leute halt eben ihr Gold nicht großartig festgildet haben. Und dann ist das natürlich leichte Beute, sag ich mal, für den einen oder anderen da draußen, ne, der halt eben da so ein bisschen auf der Jagd ist oder alleine hier, ne, durch die Ehrenhalle kriegt man halt schon einiges. Und wenn man halt eben, weiß ich nicht, 4 Kämpfe oder so macht, ihr müsst ja jeden Tag 10 gewinnen, dann haben die meisten schon ihre 10 Millionen Gold zusammen und dann ist das auch in Ordnung. Es haben auch viele tatsächlich den Vorschlag, den hatte ich ja im Video gesagt gehabt, auch gefühlt so, ne? Also da waren viele der gleichen Meinung so, dass das nicht ganz weg soll, das Beutegold, dass das schon irgendwo eine wichtige Rolle spielt, aber es auf jeden Fall irgendwo angepasst, beziehungsweise halt so genervt werden müsste, dass das Ganze halt eben nicht mehr so spieleingreifend ist, wie es halt bisher der Fall ist. Ja, ansonsten wollte ich mich nochmal natürlich, bevor wir hier wieder in den ganz normalen Alltag reinstarten, wollte ich mich nochmal ganz recht herzlich bei allen Leuten da draußen bedanken, die das Video zur Tiernotrettung geschaut haben, die das Ganze auch supportet haben, die nicht nur kommentiert und geliked haben, natürlich auch ein dickes Dankeschön an euch, alleine schon, wenn ihr es geschaut habt, dann ist das schon Support genug, aber auch darüber hinaus die Leute, die das halt eben auch geteilt haben, bei sich auf ihren Seiten hochgeladen, beziehungsweise die Stories geteilt haben oder das Video geteilt haben oder drauf reacted haben oder alles mögliche, deswegen, das weiß ich alles sehr zu schätzen und da geht der Gruß raus an euch da draußen.
dass ihr da auf dem Video dann halt auch dementsprechend die Liebe dagelassen habt. Ne, sowas macht man halt nicht alle Tage, sag ich mal. Und ja, deswegen vielen lieben Dank für den Support an der Stelle natürlich. Ansonsten, ich hatte es gestern auch gestern oder vorgestern auf Instagram, hatte ich auch schon mich bedankt. Ich wollte es jetzt nochmal hier im Video auch nochmal festhalten. Und an der Stelle gehen halt nochmal ganz liebe Grüße und vielen, vielen lieben Dank raus an ja, den Hauptverantwortlichen, der ja quasi ich sag mal, der dafür komplett verantwortlich ist, dass dieses Video überhaupt entstanden ist. Und das ist halt der Willi von der Evergreen Company, der halt das Video komplett produziert hat, komplett aufgenommen hat mit seinem Equipment, komplett geschnitten und bearbeitet hat. Und deswegen vielen lieben Dank, Grüße gehen raus an dich an der Stelle, denn ohne dich wäre das auf jeden Fall niemals entstanden. Und deswegen danke auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich auch nochmal hier in dem Video an Small C, der halt mich auch auf die Reise dorthin begleitet hat, der an meiner Seite war und das Ganze halt auch als Partner in Crime, sag ich mal, so ein bisschen mitverfolgt hat und ja, halt einfach in dem Video dann an meiner Stelle oder zu meiner Stelle war und da mich dann halt auch eben begleitet hat. Ne? Deswegen Dankeschön auch an dich, dass du bei dem Video mit dabei gewesen bist. Auch ein elementarer Bestandteil davon. Und dann bedanke ich mich auch nochmal, und das werdet ihr dann bald nochmal in Zukunft sehen, ja, bedanke ich mich nochmal bei Sergio und Sarah, die ja auch 3 Tage hier gewesen sind und das Behind the Scenes aufgenommen haben, was in Zukunft halt bald erscheinen wird. Da kennt ihr oder da lernt ihr dann vielleicht auch Small C und Willi nochmal so ein bisschen von der anderen Seite kennen. Willi habt ihr ja jetzt gar nicht gesehen, der war ja nur hinter der Kamera gewesen, ne? Aber das verschafft dann vielleicht nochmal so einen Einblick, wie das Ganze dort abgelaufen ist. Wir haben ja insgesamt 2 Drehtage gehabt, mal circa 6, 7, 8 Stunden, so ungefähr, ja. Und da kam natürlich, könnt ihr euch vorstellen, einiges an Material zustande, wo es natürlich nur ein Bruchteil davon ins Video geschafft hat. Ja? Alleine das Interview, was wir gedreht haben, das hat alleine schon eine halbe Stunde beansprucht und wäre auch noch länger gegangen, aber dann war halt die Speicherkarte voll gewesen von Willi und da mussten wir dann, nach einer halben Stunde mussten wir dann einen Cut setzen. So. Aber da hatten wir dann schon genug Material für das Hauptvideo. Ne? Alleine das ging ja schon eine halbe Stunde. So. Und was da noch so alles an Sachen, an Filmfahrten, so für die Autofahrtszene aufgenommen worden ist und unter anderem auch sehr lustige Situationen, die halt eben dort entstanden sind. Das wird, denke ich mal, nochmal im Behind the Scenes nochmal ein bisschen thematisiert und das werdet ihr dann nochmal sehen. Und ich denke mal, das Hauptvideo war jetzt halt ein bisschen ernster, sag ich mal, ne? Und ich glaube, dass das Behind the Scenes, das wird dann ein bisschen lockerer, das wird dann halt ein bisschen lustiger. Ja, so wie man mich kennt. Man muss auch dazu sagen, ich war natürlich in dem Video auch ein bisschen nervös, sag ich mal, ne? Ja, weil es halt was anderes ist, wenn man jetzt so direkt vor so einer Kamera spricht und da einen halt auch ein paar Leute zuschauen. Ne? Es standen ja auch ein paar Leute da hinter der Kamera und man muss so seinen Text dort runterrattern, den ich halt auch, ich sag mal, ohne Skript oder sonst irgendwelche Notizen mir nur kurz vorher überlegt habe, okay, was sag ich so ungefähr, und dann versucht zumindest One-Take da runter zu rasseln und deswegen, war das für mich auf jeden Fall eine neue Situation und eine neue Erfahrung und abseits halt eben davon hätte ich gedacht, es wäre deutlich einfacher, weil man ja das schon gewohnt ist, hier vor der Kamera die ganze Zeit zu sprechen und zu interagieren, aber ich sag euch so, wie das ist, wenn ihr mal irgendwann, keine Ahnung, einer von den Creatoren von euch zum Beispiel da draußen, in die Situation kommt, mal irgendwo draußen unterwegs vor Menschen in eine Kamera zu sprechen und dort müsst ihr euren Text aufsagen, dann ist das eine komplett andere Situation und das seid ihr sowas von nicht gewöhnt, als wenn man zu Hause auf seinem Sessel hockt oder auf seinem Bürostuhl ins Mikrofon reinlabert, so auf Freestyle. Und klar kommt dann diese
ja, Gelassenheit oder ne, dass man eben so locker ist, kommt dann halt im Video nicht ganz so rüber. Hat man mir vielleicht angemerkt, war auch ein bisschen nervös gewesen. Gerade auch bei der Scheckübergabe. Das sind halt Sachen, die müssen first try, die müssen sitzen. Weil wenn du es verkackst, irgendwie bei der Checkübergabe, ne, und dich verhaspelst oder so, ne, und du hast den Check gezeigt, so, und dir hat der Take aber nicht gefallen, dann kannst du es nicht nochmal aufnehmen, weil du nur einmalig natürlich auch die Emotion, sag ich mal, von deinem Gegenüber halt auch einfangen kannst und das kannst du nicht noch ein zweites Mal stellen irgendwie, so, das geht nicht, ne. Deswegen musste alles sitzen beim ersten Mal so, ne, zumindest in der Situation, aber ja, und im Behind the Scenes wird es dann halt nochmal ein bisschen lockerer, weil da war es halt wirklich so Vlog-mäßig, sag ich mal. Man wusste, okay, man ja, kann sich so halt eben ganz easy, ganz locker so verhalten. Ne? Es ist eine andere Situation. Ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll, aber vielleicht versteht ihr so ein bisschen damit, was ich meine. Da kommt es halt auf nichts an, sag ich mal so in dem Sinne. Ne? Ist nicht so, dass es in den Hauptvideo jetzt auf was ankommt, so, aber ja, klar, man will es natürlich ordentlich machen und das ist, man weiß, das ist ein sehr hochprofessionell gedrehtes Video, so. Das ist was anderes als ein Vlog, den man mal so nebenbei irgendwie mit der GoPro so ein bisschen aufnimmt, so, und deswegen ist das eine komplett andere Situation auf einmal dann, ne? Ja, wollte ich euch nochmal so ein bisschen dran teilhaben lassen, so meine Gedanken zu dem Dreh, der ist ja schon ein bisschen her, das war ja, das war zwischen Weihnachten und Neujahr, da hatten wir das Ganze gedreht und waren dort vor Ort gewesen. Und dann hatte es halt auch eben gut einen Monat gebraucht, bis das Video halt eben fertig war, weil man natürlich auch sagen muss, dass wir auch halt eben, ja, neben dem Zeug, was wir im Internet machen, neben, ja, ich mach die YouTube-Videos zum Beispiel, ne? Willi ist ja so wie Small C auch Rapper, der an seinem Album momentan gerade arbeitet und macht halt eben mit Evergreen halt eben auch noch hochprofessionelle Filme für halt eben Bands und Künstler und so, ne? Und hat da halt eben auch Projekte. Plus, das macht er auch nur nebenbei, er ist ja auch, so wie Small C und ich, auch komplett erwerbstätig, ja? Also, ne? Also von daher, das machen wir alles nur so nebenbei. So, und dass man da dann halt eben so nicht die Zeit findet, dass das jetzt irgendwie in 2, 3 Tagen fertig ist, das Video, das ist, denke ich mal, klar. Weil man natürlich neben Familie und Job und anderen Hobbys, denen man auch nachgehen muss, halt eben auch noch ein Privatleben hat und deswegen hat sie sich das Ganze dann halt eben auch ein paar Tage hingezogen. Ne? Aber ich denke mal, das hat sich trotzdem gelohnt, das Warten, weil am Ende des Tages ist es halt wirklich ein sehr gutes Video geworden und ich bedanke mich da auch natürlich nochmal an die ganzen Tiernotretter, die das Ganze ehrenamtlich da verfolgen. Hoffe, ihr konntet da halt so auch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen, so wie das da so zugeht, ne? Und vor allen Dingen, dass wir halt eben auch so randommäßig bei so einem Einsatz dabei sein durften, war halt eben auch krass, sag ich mal. Ne? Ich denke mal, da wird man auch noch ein bisschen mehr im Behind the Scenes sehen als ja, in dem Video an sich. Muss man auch gucken, was man zeigen darf, weil am Ende des Tages waren wir halt direkt dort vor einem gesicherten Unfallort gewesen, wo wir halt eben den Hund abgeholt haben. Und da darf man natürlich jetzt halt auch nicht allzu viel filmen mit der Kamera, beziehungsweise es darf halt nicht jetzt zu viel ersichtlich sein, da von der Gesamtsituation. Deswegen, so wie das Willi jetzt zum Beispiel gemacht hat, der hat halt das Wesentliche, sag ich mal, so eingefangen und das war halt in Ordnung. Und deswegen, sind das auf jeden Fall so Sachen, die muss man natürlich auch noch immer ein bisschen mit beachten. Übrigens, für die Leute, die gefragt haben, auch für die das vielleicht nicht ganz so ersichtlich gewesen ist, den Hund, der stand halt nur so unter Schock, dem geht es halt jetzt wieder gut. Und den Besitzern von dem Hund, denen ging es auch relativ kurze Zeit wieder besser, konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die wurden ja mit dem Heli dahin geflogen und konnten dann von der Tiernotrettungsstation vor Ort dort den Hund wieder abholen und mitnehmen. Solange wurde der halt dort versorgt und kamen nochmal alle mit einem blauen Auge davon. Ne? Falls das nicht ganz so ersichtlich gewesen ist, beziehungsweise wusste man natürlich nicht, wie jetzt nun so das Happy End aussah, so, ne? Weil wir das halt eben an dem Tag aufgenommen haben und
ja, bis die Besitzer sich da gemeldet haben, die mussten halt selbst erstmal klarkommen. Ne? Wenn du dann halt eben mit einem Heli ins Krankenhaus geflogen wirst, hast du, glaube ich, erstmal, ja, stehst du, glaube ich, auch selbst erstmal unter Schock. Aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem auf jeden Fall in Gedanken bei dem Hund ist, was passiert mit dem so, ne? Aber wenn man da einen Anruf bekommt und halt hört, dass er halt eben, ja, in guten Händen ist, sag ich mal, dann ist man als Besitzer, denke ich mal, schon immer ein bisschen beruhigter und kann die Sache dann, ja, ein bisschen entspannter angehen, so, ne? Genau. Ja, und so sieht das Ganze aus. Ja, Leute, habe ich euch wieder einen hier aufs Ohr gelabert, ne? Aber ich wollte da auf jeden Fall nochmal kurz ja, auf die vergangenen Tage nochmal so ein bisschen rückblickend das Ganze betrachten und nochmal kurz in dem Video ansprechen. Und ja, für mich ist dieses Projekt jetzt natürlich erstmal abgeschlossen so, ne, was wir letztes Jahr halt eben das ganze Jahr lang drauf hingearbeitet haben, so, dann halt eben mit der Videoproduktion, mit der Organisation, ne, und das sind halt alles Sachen, die beschäftigen einen, und für mich ist erstmal dieses Projekt abgeschlossen, aber das neue Projekt, ja, wovon ich noch nicht ganz hundertprozentig weiß, wie es halt in Zukunft weitergehen wird, aber ich werde auf jeden Fall wieder natürlich auch dieses Jahr im Hintergrund was sammeln und das dann am Ende des Jahres mit, ja, ich sag mal, mit dem Creator Code ja wieder natürlich anteilsmäßig einer guten Sache ja, zukommen lassen. Nur muss ich halt dann überlegen, ob wir das denn nochmal machen und dorthin fahren und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Der Klaus hatte ja auch angesprochen, dass da noch ein paar Projekte geplant sind. Oder ob wir vielleicht diesmal einer anderen gemeinnützigen Tierorganisation etwas ja, zukommen lassen. Das muss ich mir noch überlegen. Ne? Aber ansonsten ist es auf jeden Fall für mich auch wieder klar, dass wir dieses Jahr auch wieder sowas machen werden. Und genau, aber erstmal, wie gesagt, ist jetzt erstmal eins abgeschlossen so. Ich bin jetzt schon im Gedanken, so bei dem nächsten, so der Smalley hatte mir privat noch geschrieben, ey, dass man sich nicht, ja, es hat immer so einen guten Spruchauflage, beziehungsweise immer einen weisen Rat, den ich mir auch immer sehr zu Herzen nehme. Zwischen den ganzen Content, den man rausgehauen hat, sollte man auch vielleicht mal ein bisschen auf die Vergangenheit gucken und vielleicht auch schauen, was man schon erreicht hat, beziehungsweise was man halt geschaffen hat, so anstatt sich direkt in dem Content mäßig zu verfangen, ohne halt zu sehen, was man halt eben ja schon geleistet hat, weil ja, er redet da wahrscheinlich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil er ja auch sowas Ähnliches macht wie ich, nur halt eben mit dem Rap-Zeug, sag ich mal, ne, dass er halt eben ja, Songs aufnimmt, Beats produziert, ja, Texte schreibt, ne, und das ja alles mastert und was weiß ich, was da alles zugehört. Ne. Da ist man ja auch immer, da schließt man ein Projekt ab und ist im Kopf schon beim nächsten. Und bei mir ist es genauso. Man verfängt sich so ein bisschen in dem Content, sag ich mal. Und man haut raus, jeden Tag kontinuierlich, man ist nur auf den Content so fixiert, ohne überhaupt zu sehen, okay, oder sich mal eine Minute Zeit zu nehmen und mal rückwirkend so zu betrachten, was man eigentlich schon so geleistet hat. Und so ist es jetzt gerade bei mir in der Situation, so habe ich es halt, das habe ich am meisten gefühlt, weil anstatt erstmal ja, 1-2 Tage so auf das zu gucken, was wir jetzt halt eben geschaffen haben, mit halt eben auch diesem Video und auch die ganze Vergangenheit eigentlich, bin ich im Kopf schon wieder, okay, bei dem nächsten, was kann man als nächstes machen, so, ne? Ohne überhaupt diesen Moment so ein bisschen zu genießen, so, ne? Und das, ja, das sind so eine Sachen, ist das, ja, wenn ich mit ihm unterwegs bin, deswegen schätze ich ihn halt auch sehr und nenne ihn auch meinen Bruder, das sind halt Sachen, die er mir halt auf den Weg gibt immer so, die mich halt zum Nachdenken anregen, so ein bisschen, weil es halt stimmt, was er sagt und ja, wenn man so ein bisschen selbst reflektiert, das auf jeden Fall auch ja, irgendwo Gewicht hat und ja, einen tatsächlich mal zum Nachdenken anregt. Und deswegen nehme ich mir da mal sehr viel zu Herzen. Ja, versuche es so gut wie möglich umzusetzen. Ob es klappt, ist natürlich immer so eine andere Sache. Ne? Ratschläge kann man immer viel geben, ne?
ob man sie dann halt auch umsetzt, das liegt dann halt immer an einem selbst so, ne? Und ja, das nochmal dazu. Ey, Leute, nehme hier schon wieder einen halben Podcast auf. Ich wollte gar nicht so lange labern heute, aber ja, da kommt wieder eins zum anderen und jetzt haben wir ja auch einen Tag Pause gemacht, ne? Weiß ich nicht, in den 3, 4, 5 Jahren, wo ich jetzt jeden Tag ein Video hochlade, war jetzt halt gestern der eine Tag gewesen, wo ich mal einen Tag Pause haben durfte, ja, einen Tag Urlaub, sei es mir mal gegönnt, ja. Ab jetzt geht's wieder natürlich bergauf, jetzt geht's weiter natürlich, ne. Wie gesagt, mir hat's auch gefehlt so ein bisschen, also irgendwo ist es halt auch meine Daily-Routine und ja, das kam mir wie gesagt vor wie eine halbe Ewigkeit so, ne, aber so sieht das Ganze aus. Okay, Leute, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Der kleine Talk hier, so am Rande, wie Bordsteine. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und Leute, wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeglichen Support, der ja auch wie immer in meine Richtung geht. Und deswegen Dankeschön, dass ihr hinter mir steht. Und Dankeschön einfach für alles. Vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.